Hallo Freunde des gepflegten Ladespaßes und herzlich willkommen bei Speicher elektrisiert. Unter den letzten Videos bin ich fast jedes Mal gefragt worden, wie liest du eigentlich die Daten aus deinem Škoda Enyaq aus, die du immer in diesen hübschen Grafiken darstellst. Nun, das Zauberwort heißt OBD2-Adapter. Das ist ein Adapter für die Onboard Diagnostics Schnittstelle des Fahrzeugs. Das hat so ziemlich jedes moderne Fahrzeug. Die Adapter gibt es zuhauf zu kaufen und damit kommt man schon verdammt weit. Dafür braucht ihr kein spezielles Diagnosegerät. Und wie ihr mit so einem OBD2-Adapter die Daten ausliest, wo er anzustecken ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Auf geht's! Die Anschlussstelle für den OBD2-Adapter ist leicht zu finden. Sie befindet sich auf der Fahrerseite links unter dem Armaturenbrett. Und wenn wir hier nach oben gucken, seht ihr sie dort auch schon in Pink bzw. Violett leuchten. Das ist die Schnittstelle, wo ihr den Adapter draufsteckt. Und aufgrund der Form könnt ihr den auch nicht falsch draufstecken. Wie sieht so ein OBD2-Adapter aus? Nun, da vorne liegen zwei. Hier seht ihr auch schon die spezifische Form, wie es unten drauf steckt. Hier haben wir einen V-Gate iCar Pro Adapter und hier haben wir den berühmten OBD11 Adapter. Warum zeige ich euch zwei? Nun, der Grund ist, dass die beiden tatsächlich eine unterschiedliche Funktion haben, obwohl sie die gleichen Adapter sind. Denn hier gilt es zu unterscheiden, was kann man über die OBD2-Schnittstelle alles machen. Und nicht alle Software kann alles. Und nicht jeder Adapter kann alles. Deswegen zeige ich euch einfach zwei Modelle. Ich bin auch kein Experte, das ist auch noch wichtig zu wissen. Von daher seht es mir nach, wenn nicht alles ganz richtig ist. Der OBD11 Adapter funktioniert auch nur mit der zugehörigen OBD11 App. Die gibt es für iOS und Android, wobei sie, glaube ich, für iOS nur mit der neueren Generation dieses Adapters funktioniert. Mit dem OBD11 Adapter seid ihr besonders gut beraten, wenn ihr die Fehlerspeicher eures Autos auslesen wollt und vor allem, wenn ihr sogenannte Codierungen im Auto vornehmen wollt. Codierungen? Ja, das sind Anpassungen an den Steuergeräten. Da können natürlich jede Menge Werte eingestellt und konfiguriert werden. Das macht der Hersteller ab Werk. Das macht natürlich auch eure Werkstatt oder Garage. Und das könntet ihr prinzipiell auch selber machen. Doch dieses Video geht nicht um diese Art von Änderungen, sprich Codierungen. Dieses Video dreht sich um etwas, wo ihr völlig sorgenfrei machen könnt. Das Auslesen, also Read-Only, von Daten aus eurem Enyaq, die ihr dann später auswertet. Und da greift ihr bitte nicht zum OBD11 Adapter. Da greift ihr bitte zu anderen Adaptern, zum Beispiel den ich euch da gerade gezeigt habe, den iCar Pro. Ich habe ihn euch unten in der Beschreibung verlinkt und ja, das ist ein Affiliate-Link bei Amazon. Seht mir das bitte nach. Der Adapter ist relativ günstig, es gibt deutlich teurere am Markt. Die teureren sind sehr gut. Ich schreibe euch in die Beschreibung auch noch einen anderen rein. Bei den billigen habt ihr ganz oft Pech. Pech? Ja, weil sie so billig in China hergestellt sind, dass sie nicht vernünftig funktionieren. Denn eines ist bei diesen Adaptern ganz wichtig, dass sie den sogenannten ELM327-Chipsatz haben. Das ist ein Chip in dem Adapter. Das steht an jedem Adapter, selbst an den ganz billigen dran. Nur haben die den Chip nicht wirklich, sondern sie emulieren ihn. Beim iCar Pro sollte er vorhanden sein und ich habe mit ihm in Kombination mit iOS 15 null Probleme. Es funktioniert einwandfrei, darum kann ich den Adapter empfehlen. Könnt aber natürlich auch jeden anderen kaufen. Was greift dieser OBD2-Adapter da eigentlich ab? Nun, das sind natürlich elektrische Signale und die kommen in der Regel vom sogenannten CAN-Bus, CAN geschrieben. Das steht für Controller Area Network und ist eine Erfindung der Firma Bosch aus dem Jahre 1983. Diese Signale, die greift der Adapter ab.
Diese Signale werden dann übertragen an eine Software. Das kann, wie jetzt in meinem Fall, via Bluetooth an eine App auf dem Smartphone funktionieren. Es gibt die Adapter natürlich auch mit einem klassischen USB-Anschluss, den er dann an den Laptop steckt, aber das ist unpraktisch unterwegs. Und dort werden diese Signale dann sinnvoll übersetzt. Lasst uns den Adapter jetzt definitiv anstecken und dann schauen wir mal das Zusammenspiel mit einer App, die ich euch auch empfehlen kann. Ja, Zeit, den Carscanner endlich anzustecken. Machen wir auch kurz gemeinsam. Ist natürlich kein Hexenwerk. Ja, ihr steckt ihn einfach hier unten auf den Adapter und dann seht ihr, er leuchtet rot. Das heißt, er bekommt Strom, aber noch kein Datenempfang, weil das Auto ausgeschaltet ist. Das heißt, wenn er dran ist, schaltet ihr den Wagen ein. Beispielsweise einfach durch Druck auf die Zündung oder ihr steht einfach auf die Bremse. Und wenn ihr das gemacht habt, seid ihr startklar. Als nächstes braucht ihr dann natürlich das App und das ist in meinem Fall die Carscanner App. Und wenn wir uns die jetzt einfach mal auf meinem Smartphone angucken, dann sieht das Ganze so aus. Ich habe sie einfach mal gestartet und wenn sie gestartet ist, dann seht ihr als allererstes dort unten, dass wir disconnected sind. Und ja, der nächste Schritt ist dann natürlich jetzt erstmal den Adapter mit der App zu verbinden. Ihr geht also dann hier auf Settings, Connection, hier oben. Da das ein Bluetooth-Adapter ist Bluetooth LE schon korrekt und dann Select Device. In meinem Fall seht ihr da jetzt zwei Devices. Das obere, das ist tatsächlich der OBD2-Adapter. Das untere hier, das ist die Kamera, die er auch gefunden hat, die können wir natürlich ignorieren. Das heißt, ihr wählt jetzt hier oben entsprechend den Adapter aus. Zack, die App hat ihn erkannt. Und das nächste, was ihr machen müsst, ist hier unten bei Selected Connection Profile das richtige Profil einstellen, damit die entsprechenden Signale auch korrekt übersetzt werden. Bei mir war es natürlich auch schon eingestellt. Und jetzt seht ihr hier mal eine lange Liste von Fahrzeugen, die der Carscanner unterstützt. Dementsprechend, ihr geht zu Skoda, ihr ignoriert alle Einträge hier oben für die anderen Skodas, wie hier diese Dieselmotoren und so, und scrollt runter zu diesem Eintrag EV MEB. Ihr wählt dieses Profil aus, okay, und jetzt seid ihr ready to go, um Daten auszulesen. Im nächsten Schritt verbindet ihr euch jetzt mit dem Adapter. Er ist angesteckt, das Auto ist eingeschaltet und die App ist konfiguriert und dann könnt ihr auf Connect gehen und dann sollte das Ganze genau so aussehen wie jetzt hier auf dem Display. Es dauert einen Augenblick und Successful Connection. Jetzt seid ihr verbunden und jetzt werden auch bereits Daten übertragen. Das könntet ihr beispielsweise hier mit Live Data machen. Ich gehe gar nicht auf alle Möglichkeiten ein. Ein Hinweis noch, natürlich kann auch der Carscanner Diagnose- und Fehlercodes auslesen, genauso wie der OBD11. Also ihr braucht ihn nicht dafür. OBD11 einfach im Hinterkopf behalten für die Codierung. Und das allererste, was wir jetzt mal machen können, ist ein Blick in die Liste hier All Sensors. Und hier kommen jetzt wirklich alle Sensoren aus dem Profil, das wir uns eben angeschaut haben. Und da haben wir zum Beispiel schon die ersten super spannenden Steuergerät 8C BMS, Battery Management System. Da habt ihr nämlich die Leistung in Kilowatt und ihr seht, jetzt kommen auch die Werte live vom Fahrzeug. Voltage, Current, also Strom und die Liste, ich scroll einfach noch ein bisschen für euch, ist super lang. Damit das Ganze übersichtlicher wird, gibt es die sogenannten Dashboards. Und da habe ich mir natürlich schon welche konfiguriert. Ihr seht jetzt hier schon angepasste Dashboards. Und wenn ihr mit denen, die im Standard dabei sind, den 20 Stück, nicht wirklich glücklich seid, dann könnt ihr hier eigene konfigurieren. Und wie das geht, na, das schauen wir uns jetzt einfach mal exemplarisch an. Legen wir einfach mal eine neue Seite, also ein neues Dashboard an. Wir tippen auf dann das Zahnrad und sagen Add Page. Und das erste, was er uns fragt, ist, welches Layout möchten wir haben? Und die Ziffer darauf sagt, wie viele Sensoren haben auf diesem Dashboard Platz. Und das Maximum, seht ihr hier unten, sind 30. Nehmen wir einfach mal irgendein einfaches, schnelles
zum Beispiel hier dieses mit 5 Werten. Und dann kommt eine schöne Liste mit allen verfügbaren Datenpunkten, wo ihr hier oben suchen könnt, wenn ihr schon wisst, wonach ihr sucht, oder hier unten durchblättern könnt, was euch am meisten interessiert. Ich tippe mal oben drauf und gebe mal ein BAT für Battery, weil mich jetzt Batteriewerte interessieren. Dann seht ihr, hier habt ihr das Steuergerät 8C Battery Management System und da sind genau die Werte, die euch wahrscheinlich auch als allererstes interessieren. Spannung, Strom und Co. von der Batterie. Dann tippt ihr das an, dann wird er euch fragen, in welchem Layout. Ich mache mal Text. Dann fragt er euch Selected Items 1 von 5. Ihr erinnert euch, 5 Stück passen aufs Display. Jetzt nehmt ihr das nächste, Battery Current, Strom oder Stromstärke. Und da sage ich, da hätte ich gerne mal einen Gauge Indicator. Ihr seht gleich, was das ist. Und dann habe ich hier noch Battery Power, das finde ich auch spannend. Da nehme ich jetzt mal einen Chart Indicator. Suche ich mir noch 2 schöne aus. Die Temperatur der Batterie ist noch spannend, nehme ich wieder Text. Und jetzt wähle ich mir mal noch einen 5. Wert aus. Das ist schöner, da sind wir wieder beim Batterie-Management-System. Gib mir mal den State of Charge vom BMS. Und machen wir mal Gauge Indicator 2. So, 5 von 5. Passt, ihr seid fertig, okay. Und da ist euer Dashboard. Das sieht jetzt nicht hübsch aus, aber ihr seht den Unterschied. Hier haben wir Text. Da haben wir diese schönen Messanzeigen oder Gauges und hier haben wir einfach einen Chart und jetzt habt ihr euer erstes Dashboard konfiguriert. Nun, da ihr auch Dashboards konfiguriert habt, möchte ich noch auf eine praktische Funktion eingehen, das ist der Demo-Mode hier unten. Wenn ihr eure Dashboards mal zu Hause in Ruhe statt im Auto konfigurieren wollt, dann könnt ihr ja nicht live Daten auslesen und ihr seid disconnected und ihr seht, dann ist das Dashboard auch ausgegraut. Dann hilft der Demo-Modus. Einmal mit dem Finger drauf, Last Used Car, damit er den ENIAC nimmt und sein Profil. Und ihr seht, jetzt läuft eine Demo und ihr habt alle Funktionen und könnt auch wieder in die Dashboards. Da kommen jetzt natürlich Fantasiewerte, ist aber trotzdem super, wenn ihr zu Hause mal wirklich in Ruhe die Dashboards konfigurieren wollt. Damit fehlt euch ja prinzipiell nur noch ein wirklich gutes Verständnis der vielen Sensoren oder Datenpunkte, die euch das App bietet. Dazu findet ihr online jede Menge Hilfe. Da gibt es auch eine super PDF-Anleitung aus einem bekannten ENIAC-Forum. Den Link habe ich euch auch unten reingeschnitten. An dieser Stelle geht auch mein ganzer Dank an die Autoren dieses Dokuments. Ihr habt da eine super Arbeit geleistet, die ganz vielen Leuten hilft. Denn in diesem Dokument findet ihr nicht nur die Sensoren alle aufgelistet, auch mit deutscher Übersetzung, sondern auch nochmal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr diese Dashboards im Carscanner konfiguriert. Das Wichtigste, um eine saubere Datenaufzeichnung am Ende zu haben, ist, nicht das Fahrzeug auszumachen, dass der OBD-Adapter ausgeht, sondern wirklich den Carscanner zu disconnecten. Dann kommt ein Please Wait und jetzt speichert er alle aufgezeichneten Daten weg. Dann könnt ihr auf Data Recording gehen und hier seht ihr wirklich alle Datensätze, die er aufgezeichnet hat, nach Datum. Da zum Beispiel diese ganzen Megabyte großen Dateien, die letzten 3, das war die Winternacht, weil ich da 14 Stunden aufgezeichnet habe. Und hier habt ihr jetzt das von diesem Video. Und da seht ihr, hat er jede Menge Werte, weil ich über all die Dashboards gewechselt habe, aber wird nicht zu allen Werten Datenpunkte haben. Deshalb seht es mir bitte nach, wenn ich in ein älteres File gehe, wo der Datenbestand komplett ist. Ihr seht, hier hat es viel weniger Sensoren, nämlich genau die 30 von meinem Hauptdashboard. Und für einfache Auswertungen könnt ihr auch schon die App benutzen. Ihr könnt zum Beispiel hier sagen, zeig mir doch mal bitte die Temperatur im Innenraum. Okay, auf einem Chart. Und dann habt ihr das auch schon auf richtig schönen, brauchbaren Charts hier in der App. Oder aber ihr sagt, nee, das lasse ich nicht mit mir machen. Ich möchte das volle Programm in Excel. Dann könnt ihr diese Dateien exportieren beim iOS-Gerät, indem ihr nach links wischt. Dann kommen diese 3 Optionen, auf Export geht und dann wählt ihr CSV1 oder CSV2. BRC ist das Carscanner eigene Format. Und wie diese CSV-Dateien aussehen und wie ihr die ideal schnell formatieren könnt, das gucken wir uns jetzt als nächstes am Rechner an.
Ich habe jetzt die beiden kommaseparierten Files CSV1 und CSV2 auf meinen Computer übertragen und wir schauen uns die jetzt gemeinsam an. Sollte es jetzt einen leichten Hall hier in diesem Zimmer haben, bitte ich das zu entschuldigen. Das liegt daran, dass ich in meinem Homeoffice sitze. Beginnen wir also zunächst einfach mal mit der ersten Datei, die wir übertragen haben. Und das ist diese hier. Sie für euch mal ganz groß. Das ist CSV1. Und was wir da sehen ist, wir haben im Prinzip 4 Spalten, einen Zeitstempel, Seconds, dann die entsprechend ausgelesene Datenquelle oder der Datenpunkt, der Wert, der ausgelesen wurde und die Einheit. Und das ist chronologisch von oben nach unten. Wenn wir jetzt hier drauf mal ganz simpel in Excel einfach einen Filter anwenden und dann sagen, hier bei der ID wählen wir einen Wert, ich ziehe das für euch mal größer, zum Beispiel DC Battery Power, dann sieht das Ganze so aus. Ich mache die Spalten auch gerne mal ein bisschen größer, das sollte schon passen. Und jetzt habt ihr hier quasi chronologisch alle Messpunkte von der Leistung eurer Batterie. Und damit kann man im Prinzip schon erste Auswertungen machen. Dadurch, dass alle Werte eben ineinander gemischt zum Zeitpunkt, wann sie übertragen wurden, untereinander stehen, ist die Ansicht allerdings natürlich nicht optimal. Was ihr jetzt hier natürlich machen könntet, wäre wegkopieren. Das heißt, ihr nehmt jetzt diese Daten, kopiert sie in ein eigenes Arbeitsblatt, kopiert die nächsten Datensatz daneben, den nächsten daneben und den nächsten daneben, um so dann mehrere zu haben, damit ihr sie eben sortenrein in einer Spalte habt und nicht durcheinander. Kommen wir nun zur zweiten Datei der CSV2 und gucken uns diese in Excel an. Und wenn wir uns diese Datei anschauen, sehen wir direkt, sie macht ihrem Namen alle Ehre. So viele Kommata. Denn hier steht in jeder Zeile einmal der komplette Datensatz und ist chronologisch in der Spalte A gelistet. Und das macht es uns in Excel natürlich besonders einfach, diese Daten aufzuarbeiten, indem wir einfach sagen, Text in Spalten mit Trennzeichen, Komma, fertigstellen. Zack! Jetzt habt ihr wunderschön alle gemessenen Werte in jeweils einer separaten Spalte und vorne sogar auch die Uhrzeit zu dem Zeitpunkt, wo ihr sie gemessen habt, nach unten fortlaufend. Das Einzige, was jetzt hier auffällt, ist dieses Wellenmuster in den Daten. Das liegt halt am CAN-Bus, wie der funktioniert, eben seriell. Die Daten werden nacheinander übertragen, dadurch kommt es zu diesem Muster. Das macht die Auswertung schwierig. Das andere, was ihr bemerkt, ist, ihr habt hier mehr Spalten als auf eurem Dashboard. Denn manchmal braucht der Car-Scanner etwas Hilfe, um an bestimmte Daten zu kommen. Ein schönes Beispiel ist hier die Spalte H. Da haben wir den Wert Battery Max SoC Cell Number. 36 ist die Nummer dieser Batteriezelle, um an den Wert dahinter zu kommen. Das ist nämlich die Batteriezelle mit dem höchsten SOC von allen Batterien. Und der beste Weg jetzt hiermit zu arbeiten ist im ersten Schritt alle Spalten rausschmeißen, die ihr nicht braucht. Im zweiten Schritt die Daten in den entsprechenden Zeilen zu normalisieren. Ich lösche dafür einfach zu oberst die leeren Zellen hinaus und lasse dann die gesamte Zeile nach oben verschieben. Ja, dann stimmt der Timestamp nicht mehr auf die Millisekunde. Im nächsten Schritt müsstet ihr dann nämlich nur noch die entsprechenden leeren Zeilen loswerden und dann habt ihr einen perfekten Datensatz, mit dem ihr arbeiten könnt. Ich bereite den jetzt hier einfach mal kurz auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Das heißt, der nächste Schritt muss natürlich sein, wir werden diese Leerzeilen los. Jetzt mache ich noch kurz was anderes, denn die Zeit hier hinten brauche ich so auf die Millisekunde nicht. Was ich allerdings nicht kann, ich habe es mit jeder Menge Formeln versucht, aber ich bin halt auch kein Excel-Experte, diese Zeit umwandeln. Ich behelfe mir da einfach mit einem kleinen Trick, um auf Sekunden oder sogar nur auf einen Minutenrhythmus zu kommen. Ich füge mir hier eine Blattspalte ein und gehe dann hier einfach mit einer Formel rein und sage gleich links oder left
Wenn ihr das englische Excel habt, wähle den Timestamp und sagt dann einfach 8. Also nimm die ersten 8 Zeichen. Das Ganze, wenn ihr jetzt nur auf Minuten gehen würdet, wäre, nimm die ersten 5, kann man auch kurz machen, zack, zack. Und dann habt ihr den Timestamp reduziert. Das könnt ihr hier sogar als Uhrzeit formatieren, das funktioniert. Ein Klick hier unten auf die kleine Ecke und er rechnet es gerade die komplette Tabelle runter. Und schon habe ich den Timestamp sauber. Was jetzt natürlich nicht gut ist, ich schreibe einfach mal noch Uhrzeit oben drüber. Was jetzt noch nicht gut ist, das sind eben die Leerzeilen. Die können wir dann auch gerade entfernen. Beispielsweise, indem wir einfach mal hergehen. Ich mache das im Allgemeinen übers Filtern. Zack. Und sage dann zum Beispiel bei der Zeile State of Charge. Alles abwählen, zeigt mir nur die leeren an. Und jetzt habe ich alle leeren Zeilen und kann die gerade einfach rauslöschen. Müsst ihr nicht machen, ihr könntet natürlich auch einfach sagen, blende mir alles ein ohne leere Zeilen. Das wäre dann quasi das Pendant hier, alles auswählen, leere Zeilen nicht anzeigen. Schon habt ihr schönen Datensatz, mit dem ihr arbeiten könnt. Hier ist jetzt der Datensatz von eben nur als Excel abgespeichert und schauen wir uns auch den einfach mal an. Ihr seht, ich habe mir hier unten 3 Arbeitsblätter vorbereitet, wo ich einfach mal 3 einfache Auswertungen mache. Das erste, das sind Drehmomente, Torque. Das zweite sind State of Charges, also Batteriefüllstände. Und das dritte, P = U mal I. Eine der Basisformeln der Elektrotechnik. Da geht es eben genau um die Werte von unserer Batterie. Steigen wir einfach mal vorne ein mit Torque oder mit Drehmoment. In den Spalten seht ihr jetzt hier erste Spalte C, das ist der vom Fahrer angeforderte Drehmoment, D und E, vorne und hinten das anliegende Drehmoment, nicht mal das verfügbare. Und dann habe ich mir noch, damit es spannender wird, die abgegebene Leistung der Batterie und die Geschwindigkeit mit reingenommen. Jetzt machen wir einfach mal einen ersten simplen Graphen, mit Linien. Das wird hier jetzt auch nicht ausführlich. Es geht ja wirklich nur darum, mal einen Geschmack dafür zu bekommen. Quasi Starthilfe. Und da ist der Graph. Was wir jetzt hier bei diesem Graphen oder diesem Diagramm sehen, ist, dass wir auf unserer horizontalen Achse einfach nur Datenpunkte gelistet haben. Da fehlt noch die Uhrzeit. Fügen wir gerade hinzu, Rechtsklick aufs Diagramm, Daten auswählen, horizontale Achsbeschriftung ist die Spalte B, die Uhrzeit. Und schon sieht es gut aus. Was seht ihr hier? Können ja mal kurz so ein bisschen Erklärung machen. In Gelb die Battery Power, also die abgegebene Leistung in Kilowatt. In Grau das Drehmoment an der Hinterachse. In Rot das Drehmoment an der Vorderachse. Und in Blau das angeforderte Drehmoment durch den Fahrer. Also dadurch, dass ihr auf das Beschleunigungspedal oder auf die Bremse tretet. Und ihr seht natürlich auch, wie die Leistung korreliert. Die abgegebene Leistung der Batterie, gehen wir mal hier in die Mitte zu dieser starken Spitze. Das ist übrigens eine Aufzeichnung Pedal to the Metal. Da habe ich wirklich voll durchgetreten. Da seht ihr, wie natürlich alle Werte nach oben schießen und wie dann auch der Allrad von meinem 80X antritt und sagt, okay, da muss ich dann auch mal auf der Vorderachse was tun. Die Mehrheit der Zeit, seht ihr aber, macht der vordere Motor schierweg gar nichts. Was ihr auch schön seht im Umkehrschluss, wenn wir uns jetzt hier mal direkt davor anschauen, wie die Ausschläge nach unten ins Minus gehen, das ist, wo ihr rekuperiert. Hier seht ihr beispielsweise, dass auf der Hinterachse 157 Newtonmeter negatives Drehmoment anliegen. Da habe ich richtig stark abgebremst und verzögert. Und das seht ihr an der gelben Linie. Die gelbe Linie zeigt, ich habe 50 Kilowatt Leistung rekuperiert an der Stelle oder mit einer Leistung von 50 Kilowatt. Und was ihr auch seht ist, dass wir hier an der Vorderachse auch ein negatives Drehmoment haben. Das habt ihr aber nicht immer, wenn rekuperiert wird. Der Unterschied ist, wenn ihr das auch an der Vorderachse habt, der Motor kann ja nicht rekuperieren, dann bremst ihr aktuell und dann greift wirklich die mechanische Bremse. Das ist jetzt mal eine ganz schnelle Auswertung meinerseits zum Thema Drehmoment. Kann man natürlich noch ganz andere Sachen mitmachen. Springen wir gleich rüber und zwar zum nächsten. Hier haben wir das Thema SOC und damit es schneller geht, habe ich den Graphen auch schon mal erstellt. Ihr seht, hier habe ich mir reingelegt die
State of Charge im Display, also was seht ihr im Auto, den State of Charge vom Batteriemanagementsystem, was ist wirklich in der Batterie, und dann noch den State of Charge von der Zelle mit dem wenigsten Inhalt und der Zelle mit dem größten Inhalt. Das sind die C- und D-Werte. Und das ergibt diesen Graph. Da seht ihr zum einen, wie schön blau und orange harmonisch miteinander schwingen. Das ist Max SOC-Zelle und Min SOC-Zelle. Und das spricht zum Beispiel auch dafür, dass der Akku ziemlich gesund ist. Die Diskrepanz zwischen den beiden ist nicht sehr hoch. Wenn man jetzt hier mal in die Datenpunkte guckt, hätten wir hier 78,28 und grob unten drunter 77,59. Der Unterschied ist nicht mal 1%. Und würde jetzt zum Beispiel eine Zelle kaputt sein oder nicht richtig funktionieren, könntet ihr das hier schon sehen. Was ihr auch seht auf der grauen Linie, das ist das Batterie-Management-System, das mir sagt, wie viel wirklich in der Batterie ist. Und das Gelbe ist das Display. Das Display ist, meine Batterie war ja sehr geladen, viel höher als das, was wirklich in der Batterie ist. Und das ist auch das, was ihr in der Praxis erlebt. Wenn ihr euer Auto auf 100% ladet, dann sind ja nur 95% im Akku drin. Diese Linie hält sich bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wo sie sich umkehrt. Danach zeigt euch das Display weniger an, als im Akku ist. Einfach mal hier so als Schnellauswertung. Kann man natürlich auch noch viel, viel schönere Dinge mitmachen. Und jetzt springen wir noch ein Arbeitsblatt weiter zu meinem P = U = I. Auch hier habe ich direkt das Diagramm schon erstellt, damit wir vorwärts kommen. Und ihr seht, hier habe ich mir jetzt wirklich mal nur reingelegt die Spannung meiner Batterie. Und zwar ist das die kumulierte Spannung über alle Zellen, also von der ganzen Batterie. Dann habe ich hier vorne die Stromstärke oder den Strom der Batterie. Und daraus ergibt sich ja, dank auch der unten stehenden Formel, die Spalte in der Mitte, die Kilowattleistung. P = U = I wäre, wenn wir das jetzt die Symbole weglassen und die Einheiten hinsetzen, könntet ihr auch sagen, Watt gleich Volt mal Ampere. Und genau das sehen wir auch in diesem Diagramm. Eben, ist kein Elektrotechnik-Grundkurs, die Deep Dives kommen noch. Wenn ihr euch das anguckt, dann seht ihr hier nämlich richtig, richtig schön etwas, das kommt euch bekannt vor. Ich wechsle noch mal kurz zum Torque. Torque. Und die Leistungsabgabe unserer Batterie. Ihr seht also, wie schön das logischerweise korreliert. Und wir haben hier natürlich wieder den Pedal-to-the-Metal-Punkt in der Mitte, wo ihr seht, die abgegebene Leistung meiner Batterie lag hier bei 121 Kilowatt. Das ist nicht viel. Das Auto kann ja 195 abgeben, hat aber an der Stelle ausgereicht. Ihr seht oben drüber vor allem, wie hoch der Strom war. Hier wurden 388 Ampere Strom erreicht. Ja, und ihr seht an der grauen Linie, das ist die Spannung der Batterie, wie die bei so einer Beschleunigung kurzfristig einbricht und wieder hochgeht, was am Innenwiderstand der Batterie liegt. Eben keine Details hier. Und ihr könnt es im Umkehrschluss auch beim Rekuperieren sehen. Das ist direkt so hier das Event vorne vor. Da seht ihr, da haben wir eine negative Stromstärke von minus 124 Ampere. Wir rekuperieren mit 50 Kilowatt. Und wir sehen, dass dort die Spannung leicht zunimmt, weil es ja quasi genau umgekehrt funktioniert. Und so könnt ihr euch wunderschöne Diagramme über alle möglichen Daten erstellen, die natürlich auch bestens miteinander kombinieren und kommt an richtig schöne, tiefe Einsichten und Einblicke in euren Skoda Enyaq. Unsere Rundreise durch die OBD-Welt ist nun vorerst beendet. Denn hier ging es darum, dass du selber in die Lage kommst, die Daten auszulesen, auszuwerten und für dich Erkenntnisse zu gewinnen. Ich bin mir sicher, die Excel-Profis von euch da draußen können das noch so viel besser, als ich gemacht habe und lachen sich gerade wahrscheinlich kaputt über das, was sie gesehen haben. Doch jetzt seid ihr gefragt. Du bist gefragt. Welche Auswertungen wirst du machen? Welche Daten miteinander verbinden und welche Erkenntnisse daraus gewinnen? Schreib's mir doch unten in die Kommentare. Ich freue mich riesig darauf, mit euch darüber zu diskutieren, zu fachsimpeln und daraus dann Sachen abzuleiten. Bitte, bitte aufmerksam viel in die Kommentare schreiben. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib einen Daumen nach oben. Und falls du noch nicht abonniert hast, dann wäre ich dir jetzt dankbar, wenn du ein Abo dalässt. Denn
Ob du es glaubst oder nicht, hier noch eine kleine Auswertung. Nur 16% meiner Zuschauer haben meinen Kanal auch abonniert. Und da ein Abo kostenlos ist, wäre ich dir dankbar, wenn du doch gerade abonnierst. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat dir gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bleib energiegeladen.